Wow, das hier ist wirklich der absolute Wahnsinn. Schaut euch das hier mal an. 3272 über letzten 30 Tage mit insgesamt 585.000, gerundet 586.000 Views und einer RPM von 580. Dieser Kanal hier wird vor allen Dingen geschaut in den Vereinigten Staaten, bisschen auch Indien, bisschen Australien und wir sehen es hier, die sag jetzt mal, Aufteilung ist ziemlich 50-50, also ja, nicht ganz, aber sagen wir mal 60-40 hier ungefähr. Und vom Alter hier sprechen wir eine relativ junge Zielgruppe an. Und ihr werdet jetzt sagen, okay, schön und gut, aber was soll denn das für ein Kanal sein? Es soll heute hier in diesem Video um die Musik von künstlichen Intelligenzen gehen, die ihr zum Beispiel in Suno generieren könnt. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was erstmal Suno ist, was das hier für eine Nische ist, wie ihr dann natürlich auch genau solche Songs generieren könnt und sie auch über diese Plattform hier, die ich euch gleich zeigen werde, in Form von Videocontent publizieren könnt. Bevor ich starte, habe ich aber auch nochmal eine persönliche Empfehlung für euch, nämlich den neuen Kurs von meinem guten Freund und Geschäftspartner, nämlich vom Andreas Lang, und dieser Kurs hier nennt sich Cash Revolution. Und es geht hier tatsächlich um mehrere Wege, wie ihr so online Einnahmen generieren könnt, sei es beispielsweise durch KI-Musik, und hier gibt es auch nochmal Bonusmethoden, wie ihr dementsprechend auch kostenlos beispielsweise reisen könnt, und das sind alles Methoden, mit denen viele Leute auch bereits gute Einnahmen generieren. Wenn ihr auch dafür euch interessiert und ihr sagt einfach, ich möchte seriös online im Internet durchstarten mit Methoden, die wirklich funktionieren, dann ist dieser Kurs hier von Andreas wirklich absolut genial. Ich habe euch mal diesen Kurs hier in der Videobeschreibung drin verlinkt. Wichtig ist Folgendes, nämlich, dass ihr einfach mal auf dieses Video hier draufklickt und euch informiert, denn ihr werdet sehen, dass hier Andreas wirklich weiß, wovon er spricht und dementsprechend hier für euch etwas vorbereitet hat, was sich auch wirklich lohnen kann. Link nochmal dazu ist in der Videobeschreibung drin. Und wir kommen dann direkt zum Kanal. Nämlich dieser Kanal hier generiert 3272 über letzten 30 Tage. Jetzt könnte man vielleicht denken, okay, das hört sich ja erstmal gut an, aber was ist denn das für ein Kanal? Da muss ich doch bestimmt total komplexe Videos produzieren. Nein, dieser Kanal hier nennt sich Archive7. Und Archive7 ist ein Kanal, ich gehe zumindest davon aus, der tatsächlich KI-Musik publiziert. Und hier wird immer ein ganz klares Theme verwendet. Es geht also praktisch um diese moody Situationen, in denen man sich also zum Beispiel zurückerinnert fühlt an seine Kindheit, an seine Jugend oder einfach vielleicht an einen schönen Sommertag oder Herbsttag oder welche Zeit auch immer. Und wir sehen hier, dass sehr viele von diesen Videos echt unglaublich gute Klicks bekommen. Zum Beispiel hier 425.000 Aufrufe, 404.000 Aufrufe, 328.000 Aufrufe, 304.000 Aufrufe. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, okay, schön und gut, Leon, das soll ja hier KI-Musik und was auch immer alles sein, aber erstmal, wie ist der monetarisiert? Und auf der anderen Seite natürlich auch, muss nicht der Content auch total kompliziert sein. Wir klicken mal auf den Content gemeinsam drauf. Und was sehen wir? Wir sehen in Anführungsstrichen nichts bzw. nicht viel. Wir haben nur ein einziges Foto als dieses Video hier und im Hintergrund haben wir dann Musik laufen. Jetzt werdet ihr sagen, okay, Musik, schön und gut, aber woher bekomme ich die? Dafür gibt es diese Application hier namens Suno. Und bei Suno könnt ihr unterschiedlichste Arten von Musik jederzeit einfach generieren und ihr könnt tatsächlich auch hier eine kommerzielle Nutzungslizenz bekommen. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich befinde mich jetzt gerade hier in meinem Dashboard in Suno und hier steht nun Hear Your Vision Like Never Before. Du kannst hier ganz genau definieren, was praktisch dieser Song sein soll. Und ich würde mich, wenn ich ihr wärt, einfach mal an solchen Kanälen hier orientieren, die also eine ganz klare Art von Musik publizieren. Meistens geht das so in die Richtung Lo-Fi. Und dann wird das Ganze einfach verbunden mit einem moody Bild. Dieses Bild könnt ihr zum Beispiel von einer KI generieren lassen. Da könnt ihr zum Beispiel Google Gemini verwenden oder natürlich ihr holt euch solche Fotos von solchen Plattformen wie Magnific oder zum Beispiel Envato Markets. Da findet man doch relativ viele von genau diesen Fotos hier. Und dann geht es einfach darum, einen Titel zu finden, der einen an etwas erinnert, beziehungsweise der ein gewisses Ziel oder beziehungsweise Gefühl erzeugt. Wir sehen es nämlich hier zum Beispiel It's Summer 2008 and Everything is Fine Again. Was ist das Gefühl hier? Klar, Leute sind unzufrieden mit der heutigen Welt. Sie sagen sich, ich wünschte gerne, es wäre wieder wie 2008. Und dann sehen die auf einmal genau so ein Video und die Leute lieben das natürlich und klicken genau deswegen drauf, weil sie halt glauben, dass damals zum Beispiel ihre Zeit doch so viel glücklicher war und wenn sie jetzt also da draufklicken, dann werden sie vielleicht zurückerinnert an genau diese Zeit. Und genau das, also praktisch dieser Rückblick, ist ein sehr, sehr, sehr mächtiges Tool, weil die Leute oft das Gefühl haben, dass das, was in der Vergangenheit war, einfach besser war. Sei es ihre Kindheit, sei es ihre Jugend oder sei es auch nur vielleicht die Situation, in der sie waren vor 2, 3 Jahren. Das Leben ist hart und solche Videos machen es einem vielleicht leichter. Und solche Videos bzw. solche Musik zu generieren ist ziemlich einfach. Dazu geht ihr einfach nur hier in Suno rein und da könnt ihr hier eine ganz klare Song Description angeben. Zum Beispiel könnte ich jetzt Folgendes machen. Ich kann in Gemini reingehen und Folgendes sagen.
Generiere für mich einen Prompt, den ich eingeben kann in die künstliche Intelligenz Suno, geschrieben S-U-N-O. In diesem Prompt soll es darum gehen, dass der Prompt mir dabei hilft, Suno zu füttern mit relevanten Informationen, denn ich möchte, dass Suno für mich einen Lo-Fi-Track erstellt, der vor allen Dingen sich daran orientiert, dass der Sound davon sein soll, wie in solchen Videos wie die von Archive7 auf YouTube, wo es also um moody Content geht, wo es um, sag jetzt mal, Zeiten in der Vergangenheit geht und wo es zum Beispiel um glückliche Momente zu glücklichen Situationen geht. Also generiere praktisch ein moody Lo-Fi Prompt für Suno. Und jetzt klicke ich hier einfach nur kurz auf Enter. Das war jetzt definitiv nicht perfekt. Ihr merkt schon, das ist natürlich hier komplett improvisiert, aber jetzt kriegen wir hier einen Prompt. Und wir können es hier mal so grob anschauen, nämlich hier Lo-Fi Hip-Hop, Nostalgic 1990s Anime Style, Analog Cassette, Warm Analog Tape Hiss, Soft Electric Piano, Dusty Vinyl Crackle, cozy, melancholic, yet heartwarming, gentle acoustic guitar, slow, chill, BPM, retro, ambient, moody vintage vibe, warm bass, mellow, Synth Pads. Das ist absolut perfekt. Das heißt, ich könnte jetzt hier drauf gehen, könnte anschließend dann hier reingehen, kann in die Song Description reingehen und dementsprechend sagen, was das alles hier sein soll. Und jetzt kann ich natürlich noch genau definieren, was das für ein Song sein soll, basierend auf den Suggestions hier unten, kann dann auf Create draufklicken und jetzt wird von Suno automatisch dieser Song generiert. Wichtig ist natürlich, in der kostenlosen Version haben wir erstmal keine kommerzielle Nutzungslizenz meines Wissens für genau diese Songs. Genau deswegen guckt man sich dann praktisch die Premium-Pläne an und dann kriegt ihr auch in der Regel da eine Commercial Use License. Also könnt ihr auch mal online googeln, nämlich Suno halt einfach Commercial Use und da werdet ihr direkt sehen, Suno grants commercial rights for songs only to users with an active Pro or Premier subscription, while free-tier tracks are limited to personal, non-commercial use. Und ich denke mal, das sollte klar sein. Das heißt, wenn ihr dann so einen Kanal aufbaut, müsstet ihr euch diese Fotos holen von zum Beispiel Magnific. Da kriegt ihr eine kommerzielle Nutzungslizenz für jedes Design, das ihr euch runterladet. Dann braucht ihr natürlich noch die jeweiligen Tracks hier von praktisch Suno. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Musik generiert, nämlich Cassette Dream Loop, Lo-Fi Hip-Hop with a slow, chill swing and dusty head nod grooves. Verse-like sections can lean on soft electric piano and gentle acoustic guitar. Pre-chorus texture lifts with mellow synth pads. Chorus opens into warm bass and thicker, was auch immer. Und wir können jetzt diese Songs uns anhören und wenn wir dann einen Pro-Account abschließen, können wir natürlich auch diesen Song nehmen und können anschließend dann auf genau solch einem YouTube-Kanal hier publizieren, zusammen mit dann dem richtigen Titel. Der richtige Titel muss natürlich Gefühle erzeugen und ich würde einfach mal bei der Konkurrenz vorbeischauen, welche Arten von Titel die generieren. Und da könnt ihr tatsächlich so ein Tool nutzen wie NextLeft, das ist auch das Tool, das ich hier verwende, um genau solche Kanäle zu analysieren. Nämlich ich kann dann einfach hier auf Analysis draufgehen, sage dann, okay, Channel Analysis möchte ich haben und jetzt wird der komplette Kanal analysiert, unter anderem auch alle Titel und dann kriege ich gleich eine Formel, die ich nutzen kann, um genau solche Kanäle hier auch aufzubauen. Also ich meine wirklich von null an, Schritt für Schritt. Und ihr seht jetzt schon hier, das dauert meistens so 1-2 Minuten, bis das Ganze geladen hat, aber dann können wir wirklich auf diesen Kanal hier zugreifen und wissen ganz genau, was schlussendlich wir machen müssen, um solche Kanäle auch aufzubauen. Deswegen, falls ihr euch NextLeft holen wollt, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin, ist auch wirklich ultra billig und lohnt sich, kostet gerade mal einen Zehner, also ich denke mal, günstiger geht es hier wirklich kaum. Link nochmal dazu ist in der Videobeschreibung drin. Das war's dann schon wieder heute hier für dieses Video. Ich danke euch und bis bald.